Hallo und herzlich willkommen. Echt schön, dass du heute da bist. Wir haben nämlich etwas richtig Tolles vor. Wir schauen uns zusammen 50 absolut essentielle deutsche Verben an. Und die goldene Regel für heute lautet, wir sprechen ausschließlich Deutsch. Keine Übersetzungen, gar nichts. Aber hey, absolut keine Sorge. Ich spreche ganz, ganz langsam, damit du auf dem A1-Niveau perfekt mitkommst. Also mach es dir bequem, hör gut zu und lass uns direkt loslegen. Wir haben das Ganze in 5 super übersichtliche Kategorien eingeteilt. Erstens Alltag und Basisverben. Zweitens Bewegung und Orte. Drittens Kommunikation und Lernen. Viertens Modalverben und Wünsche. Und fünftens Objekte und Aktionen. Ein toller Plan, oder? Fangen wir mit dem absoluten Fundament an. Das wohl wichtigste Verb der deutschen Sprache überhaupt: Sein. Ich lese dir den Beispielsatz jetzt ganz langsam vor. Er ist sehr freundlich. Dieses Verb ist wirklich absolut entscheidend, das brauchst du buchstäblich jeden Tag. Direkt danach kommt das zweite große Basisverb, nämlich haben. Schau dir mal das Kalendersymbol an. Wir nutzen es super oft für Termine und Zeit. Also, ich habe einen Termin. Ganz einfach, oder? Und um unsere großen 3 komplett zu machen, haben wir hier noch werden. Das ist dein Schlüssel für die Zukunft. Wie beim Wetter zum Beispiel: Es wird morgen regnen. Diese 3 Verben, sein, haben, werden, das sind wirklich deine wichtigsten Werkzeuge. Okay, starten wir mit Kategorie 1. Alltag und Basisverben. Jeden Tag. Also die Dinge, die wir von morgens bis abends so machen. Das hier ist quasi eine kleine Geschichte von einem ganz normalen Tag. Zuerst das Verb arbeiten. Ich arbeite jeden Tag. Dann bekommen wir natürlich irgendwann Hunger, also essen. Wir essen zusammen. Dazu müssen wir auch etwas trinken. Er trinkt Kaffee am Morgen. Tja, und am Ende des Tages wollen wir nur noch schlafen. Sie schläft 8 Stunden. Sprich diese Sätze gerne einfach mal laut mit. Jetzt wird's interessant, denn hier siehst du 2 absolute Gegensätze. Auf der linken Seite haben wir anfangen. Wir fangen jetzt an. Und rechts das genaue Gegenteil, nämlich aufhören. Der Regen hört auf. Solche Gegensätze sind wirklich ein fantastischer Trick, um sich Vokabeln besser zu merken. Stell dir nun mal vor, du bist in der Stadt unterwegs, gehst einkaufen oder sitzt gemütlich in einem Café. Da brauchst du genau diese Verben hier. Brauchen. Ich brauche mehr Zeit. Warten. Wir warten auf den Zug. Kaufen. Ich kaufe Brot im Supermarkt. Bezahlen. Ich bezahle mit Karte. Und im Café dann bestellen. Er bestellt eine Suppe. Das bringt uns direkt zu unserer zweiten Kategorie. Bewegung und Orte. Unterwegs. Wie kommen wir eigentlich von A nach B? Schauen wir uns mal die verschiedenen Geschwindigkeiten an. Fahren machen wir mit einem Fahrzeug, wie einem Auto oder Bus. Ich fahre mit dem Bus. Gehen ist ganz normal zu Fuß. Wir gehen in die Stadt. Kommen beschreibt die Ankunft. Sie kommt um 8 Uhr. Und laufen, ja, das ist ein bisschen schneller als gehen. Die Kinder laufen im Park. Hier sind noch 3 weitere super praktische Verben, wenn man unterwegs ist oder etwas transportiert. Bringen. Kannst du mir Wasser bringen? Nehmen. Ich nehme den Bus. Und halten. Der Bus hält hier. Na, fährst du auch oft mit dem Bus? Dann hast du diese Sätze bestimmt schon mal gehört. Weiter geht's mit Kategorie 3, Kommunikation und Lernen. Worte und Wissen. Das ist jetzt absolut perfekt für dich, weil du ja gerade aktiv Deutsch lernst. Wieder ein klassisches Paar, das einfach zusammengehört. Links siehst du Fragen. Sie fragt nach dem Weg. Und rechts natürlich die Reaktion darauf: Antworten. Er antwortet sofort. Denn ganz ehrlich, ohne Fragen und Antworten gibt es einfach keine Kommunikation, oder? Das hier ist wie der Ablauf von einem richtig guten Gespräch oder einer Unterrichtsstunde. Sprechen? Er spricht sehr gut Deutsch. Verstehen? Ich verstehe das nicht. Und hey, wenn du mal was nicht verstehst, das ist völlig normal beim Lernen. Dann kommt erklären. Genau das, was ich hier gerade mit dir mache. Sie erklärt die Regel sehr gut. Und schließlich zeigen. Er zeigt mir den Weg. Jetzt sind alle deine Sinne gefragt. Lesen. Er liest ein Buch. Schreiben.
Sie schreibt eine E-Mail. Hören. Ich höre Musik. Sehen. Wir sehen einen Film. Und natürlich die Arbeit im Kopf. Denken. Ich denke, das ist richtig. Wissen oder kennen? Das ist hier die große Frage. Im Deutschen machen wir da einen Unterschied. Wissen benutzen wir für Fakten. Weißt du, wo er ist? Aber kennen nehmen wir für Personen, Orte oder Dinge, mit denen wir vertraut sind. Ich kenne diese Stadt gut. Ein kleiner, aber wirklich wichtiger Unterschied. So, und jetzt machen wir mal eine kurze Pause für diesen wunderbaren Satz hier. Das Verb ist lernen. Lies das mal ganz stolz laut mit mir. Ich lerne jeden Tag Deutsch. Das ist genau die richtige Einstellung. Du machst das wirklich super. Okay, Kategorie Nummer 4. Modalverben und Wünsche. Regeln und Träume. Keine Angst vor der Grammatik, das ist eigentlich ganz logisch aufgebaut. Diese 6 Verben hier, die haben es wirklich in sich. Die verändern nämlich die Bedeutung des ganzen Satzes. Mögen, sie mag Schokolade sehr. Das drückt etwas Positives aus. Wollen, er will nach Berlin fahren. Das ist ein ganz starker Wunsch. Müssen, ich muss früh aufstehen. Tja, das ist eine Pflicht. Können, kannst du Deutsch sprechen? Das beschreibt ein Talent oder eine Fähigkeit. Dürfen, hier darf man nicht rauchen. Klassische Regel. Und sollen, du sollst mehr Wasser trinken. Ein sehr guter Ratschlag. Nimm dir ruhig einen Moment, um dir diese 6 gut einzuprägen. Wahnsinn, wir sind schon bei unserer letzten Kategorie angekommen. Nummer 5, Objekte und Aktionen. Dinge tun, also wie wir mit unseren Händen arbeiten und Dinge bewegen. Noch so ein schöner Gegensatz. Wenn wir etwas verlegt haben, müssen wir es suchen. Sie sucht ihre Schlüssel. Und wenn wir richtig Glück haben, dann kommt das Finden. Ich finde das sehr interessant. Rein ins Haus, raus aus dem Haus. Öffnen, er öffnet die Tür. Und das genaue Gegenteil davon ist natürlich schließen. Sie schließt das Fenster. Stell dir die Tür und das Fenster wirklich bildlich vor, dann speichert dein Gehirn das viel schneller ab. Und hier sind sie, unsere allerletzten 5 Verben für heute. Helfen. Kannst du mir helfen? Geben. Er gibt mir das Buch. Und jetzt wird es räumlich. Achte mal genau auf die Positionen. Eine Tasse steht aufrecht, also vertikal. Stellen. Sie stellt die Tasse auf den Tisch. Ein Buch ist flach, also horizontal. Legen. Er legt das Buch auf den Stuhl. Und wenn es um uns selbst geht, um Personen, setzen. Ich setze mich auf das Sofa. Wir haben es geschafft. 50 unglaublich wichtige deutsche Verben. Einfach so. Du hast das wirklich fantastisch gemacht. Bevor wir uns jetzt verabschieden, habe ich noch eine kleine Hausaufgabe bzw. eine Frage an dich. Welches Verb benutzt du heute? Such dir doch gleich mal eins aus und bilde deinen eigenen kleinen Satz damit in deinem Kopf. Ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin beim Deutschlernen und bis zum nächsten Mal.